Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute haben wir eine Umfrage, aber firmenintern. Und zwar, ich wollte nicht immer nur meine Meinung kundtun, sondern auch meine Mitarbeiter fragen, die halt tagtäglich mit diesen ganzen Düften zu tun haben, was so deren Lieblingsduft ist. Und mal sehen, wer Lust hat, vor die Kamera zu kommen und dann schauen wir mal, was so deren Empfehlung ist. Erste Mitarbeiter, hallo. Hi. Hat man dich schon mal vor der Kamera gesehen? Nein, das erste Mal. Achso, das erste Mal. Ja, was machst du hier überhaupt? Ja, ich bin der neue COO der Marc Gebauer Lifestyle GmbH. Also bei Härtefällen und so weiter bist du dann, kümmerst du dich um alles? Ich kümmere mich nur um Eskalation, Marc, seitdem ich da bin. Also alles, was per Mail und Telefon nicht gelöst werden kann, das muss Osman übernehmen. Ja, genau. Also ja, die Frage ist, dir gefallen auch Düfte? Ja. Meine Frage an jeden Mitarbeiter ist, welcher ist dein Lieblingsduft? Wenn du jetzt sagen würdest, wir haben ja hunderte Düfte, was ist so dein bester Duft, wenn du nur einen auswählen dürftest? Wenn ich nur einen auswählen dürfte, boah Marc, das ist sehr, sehr schwierig. Viele Düfte sind geil aus unserem Sortiment. Aber aktuell, dem man halt hier in der Firma ist und die Möglichkeit hatte, mehrere Düfte mal zu probieren, würde ich mich Stand heute für... Nein, echt? Ja, das hat mich umgehauen. Aber wann willst du den tragen? Willst du den im Alltag tragen? Ja, würde ich im Alltag tragen. Also, wirklich, mal, so das ist Wahnsinn. Also wir haben hier so eine Erdbeernote, Red ISHQ von ANFAS. ASIM, ACCENTO, ja, also generell süßere Düfte gefallen dir, oder? Ja, gefallen mir. Und diese Resonanz, dass man die Erdbeernote daraus riecht, ist einfach, ich finde es gerade kurz im Frühling, so Richtung Sommer, finde ich total angenehm. Also ja, das ist aktuell mein Favorite. Okay, dann schauen wir mal, was die anderen noch so sagen. Ein seltener Moment. Meine Schwester steht neben mir. Ohne Vorwarnung habe ich sie heute gefragt. Normalerweise sind wir ein bisschen kritisch, aber ich weiß, wie wir es geschafft haben. Du bist jetzt hier bei uns. Okay. Und meine Frage an jeden ist, also von allen Düften, was würdest du nehmen? Was findest du ist der beste Duft hier aus der ganzen Wand? Also HALLEY ist mir gerade direkt in den Sinn gekommen von TIZIANA, TERENZI. Niemand benutzt HALLEY im Übrigen, aber okay, krass. Aber es ist ein krasser Duft. Ja? Es ist ein Insider-Duft. Okay, aber also leg dich fest. HALLEY. HALLEY ist dein Lieblingsduft? Ja. In einer schwarzen ist der, ne? Oh Wunder. Oder, nee, ist der, hey, stimmt, HALLEY ist in der schwarz. Der ist ganz vorne. Ja, dann gucken wir mal. Weißt du denn, was da drin ist? Nein, aber das wirst du mir jetzt sagen. Ich weiß auch nicht. Den hast du schon mal, glaube ich, als Lieblingsduft. Und du trägst den, oder? Schon. Oh, okay. Hat eine leichte Kirkenote, aber mit Oud. Ja. Ist schon Heftiger auffällig, aber nicht zu auffällig. Oh, das ist schon ein sehr, sehr guter Duft, muss ich sagen. Okay. Also habe ich jetzt bei dir noch nicht so oft gerochen? Nee, habe ich auch noch nicht in meinem Sortiment. Ach, den hast du noch nicht? Nein. Okay, ja, dann vielen Dank und Gerne. Jetzt kommt der nächste. Und natürlich die wichtigste Person, die wichtigste Mitarbeiterin jetzt hier neben mir, Viktoria Gebauer. Und die Frage, die ich allen Mitarbeitern stelle, ist, was ist der Lieblingsduft und warum? Aus deiner Kollektion? Nee, alle Düfte. Allgemein. Allgemein. Dann würde ich einmal mit Apollonia starten. Es gibt nur eine Wahl, du darfst nur Nur ein einziger Duft? Nur ein Duft, ja. Nein. Ja. Nein, das geht nicht. Doch, nur ein Duft. Dann würde ich UDEN OVERDOSE nehmen. Tatsache. Ja. Interessant. Wir haben heute eine große Bestellung abgegeben. Da war UDEN OVERDOSE auch mit dabei. Wir gucken mal gerade, wo der ist. Hier ein einziger Duft. Wie kommst du auf UDEN OVERDOSE? Du hast den oben gar nicht, du nimmst den gar nicht. Nö, es ist ja auch ein Herrenduft. Warum soll ich den nehmen? Ja. Aber als Herrenduft gefällt mir das sehr, sehr gut. Das ist einer von den besten von XERJOFF. Zitrone, Bergamotte, Ginger, Tabacco, Flower, Amber und Musk. Also genau hat deswegen. Schon. Ja. Genau deswegen ist mein Lieblingsduft. Also Tabacco riecht man raus, es ist halt ein zitrischer Tabacco-Duft. Zitrus riecht man sehr. Also es ist ein schöner, frischer, männlicher Duft. Und ich finde es schon einer von den außergewöhnlichen. Oh ja, der ist schon. Er hat halt so eine Tabacco aus Naxos und ich kann sie auch drauf sprühen, ne? Und das hat übrigens mit dem UDEN nichts zu tun. Ne? Also UDEN ist UDEN, OVERDOSE sind zwei verschiedene DNAs. Also es hat miteinander überhaupt wirklich nichts zu tun. Okay, dann vielen Dank. Ja, sehr gerne.
Und wir machen direkt weiter mit jemandem aus dem Kundenservice. Ja, falls ihr Fragen habt, gerade zum Thema Parfum und auch zu Uhren, dann wird er aktuell rangehen. Und er glänzt durch sein Worst Behavior. Nico an dieser Stelle. Ja? Hi, Grüße, hi. Ja, was machen wir heute? Ja, such dir was aus. Also, ich habe heute eine Frage an dich und zwar, wir fragen die Mitarbeiter, was wäre ein Duft, wenn du dir nur einen aussuchen könntest? Welchen würdest du dir aussuchen von allen? Also das ist tatsächlich der ACCENTO. Nein. Doch, tatsächlich, wirklich. Das ist so mein erster wirklich Nischenduft gewesen und ich finde, der ist für den Alltag, für alles immer perfekt. Und das ist tatsächlich auch der Duft, mit dem ich die meisten Komplimente bekommen habe. Compliment-Getter? Ja. Oh, okay. Ja. Also wann würdest du den tragen? Ich finde den im Alltag gut, im Büro auch gut. Ich habe noch nie den tragen sehen. Aber hast du den schon mal hier getragen? Fast jeden Tag. Ah, okay. Vielleicht, ich sag dir, vielleicht riecht den noch nicht, weil ich den schon genau. so in mir drin habe. Aber ich finde, der geht immer, der ist so geil. Ja? Den finde ich sehr gut, ja. Okay, sehr, sehr gute Wahl. ACCENTO mit ein bisschen Ananas drin. Falls ihr parfumaffin seid, dann ist dies ein Must-Have. Ihr müsst den haben. Wenn ihr keinen habt, kauft den. Wenn ihr schon welche habt und den nicht, kauft den auch. Also das ist ein absolutes Must-Have. Auf jeden Fall. Danke dir. Gerne. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Eine auch der wichtigsten Mitarbeiterinnen hier neben mir ist die Kea. Du machst alles ums Thema Online-Stellen, aber auch Anfragen. Alles. Also Von bis. Von bis. Was ist so deine Lieblingsaufgabe hier? Der Shop. Der Shop? Der Shop an sich, das Arbeiten mit den Uhren. Ja. Und was ist die Aufgabe, die dir am wenigsten Spaß macht? Der Shop, das Arbeiten mit den Uhren. Ich glaube, das Packen hin und wieder. Ja, Ja. das ist das Schlimmste. Ja, ich glaube wohl. Heute ist eine Frage, steht im Raum, und zwar, welcher Duft, wenn du dir nur einen aussuchen dürftest, was wäre so dein Lieblingsduft und warum? Es war eine ganze Zeit lang mal Borea von TIZIANA TERENZI. Oh, okay. Den fand ich sehr gut. Jetzt wurde aber abgelöst durch Gossip Night von GRITTI. Der neue. Ah, ein neuer Duft, genau. Den Genau. haben wir noch, meine ich, noch gar nicht gezeigt. Gossip Nights. Nee, der weiße. Der weiße, genau. Nee. Ja, den haben wir noch nicht gezeigt, genau. Gossip Night, weißt du, was da drin ist? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall verkauft er sich sehr, sehr gut. Ich habe vom Herbert gehört, dass gerade aufgrund von Namen diese Parfums also sich dann besser verkaufen als andere. Gossip Night, ein neuer Release aus 2023. Leicht pudrige Noten mit ein paar frischen Noten mit drin. Sehr, sehr spannender Duft. Ich würde sagen, es ist ein Allrounder Ja, und auf jeden Fall. kann man, glaube ich, immer tragen. Also Ne? gut abends, aber auch gut im Alltag. Finde ich immer passend. Sehr, sehr stark. Dann vielen Dank und jetzt kommt der nächste. Sehr gerne. Jetzt haben wir hier jemanden neben mir, der alles um die Videotechnik bei uns macht. Schneiden, Filmen, alles Mögliche. Genau, ja. Und höchstwahrscheinlich auch denjenigen, ich weiß nicht, natürlich derjenige, der jetzt hinter der Kamera, auch Ahnung, aber ich glaube, du hast am meisten Parfums von allen. Ich glaube, du hast am Hab meisten. schon ein paar zu Ja, Hause. ich glaube, du hast am meisten Parfums. Kann schon sagen. Meine Frage an dich ist, was ist dein Lieblingsparfum und warum? Von allen jetzt hier, was hinter dir ist. Jetzt Parfums von dir? Nee, allgemein. Allgemein. Ja. Was ist der beste Duft? Das kannst du 2 nehmen zur Not. Oh, okay, das macht es einfacher. Ja. DUCHESSA. DUCHESSA tatsächlich. Ja, finde ich schon sehr, sehr stark. Ich mische den oft mit Oud von Tom Ford. Wood, okay. DUCHESSA, hier haben wir Ja, doch. genau. Ja, DUCHESSA, einer der Sehr, krankesten Cherry-Düfte. Also heftiger. Ach, guck mal, der Sprüher hier. Alter, das ist schon Der ein geht- Krankheitster sehr Stäuber. gut. Ist schon ein Underdog irgendwo? Ja, Ist also auch nicht günstig. ist nicht günstig, aber ich glaube so gerade, man kennt Lost Cherry von Tom Ford. Genau. Wenn man den Duft mag, der hier setzt so eine Schippe drauf. Definitiv. Ja, und Nummer 2, was würdest du sagen? Ich würde schon sagen, deinen neuen Duft. Den Berserker? Berserker, Ja, Hammerduft. also im Raum entfaltet der sich echt krass. Ich würde fast sagen, wir sollten mal einen Raumduft davon fast Ja, machen. Ne? definitiv. Also heftiger Weihrauchduft. Ich hatte ein bisschen Angst, als er rauskam, dass sie vielleicht die Leute zu extrem finden. Aber kann man auf jeden Fall gut tragen. Aber ich glaube, mischen ist schwer, oder? Müsste man mal ausprobieren, mit was, ich ne? wüsste nicht, ja.
Also ich finde es auf jeden Fall eine heftige Eukalyptus-Weihrauchnote. Erinnert so an die Sauna. Wann würdest du den für jetzt Leute, die zuschauen, wann sollen die den einsetzen? Ist das ein Alltagsduft oder? Wenn man gerne auffallen möchte, dann schon, ja. Okay. Würde ich schon sagen. Jetzt gerade so in der kalten Jahreszeit auf jeden Fall. Ja. Also der wärmt schon. Ja, cool. Dann vielen Dank. Danke dir. Und jetzt holen wir den nächsten hinter der Kamera ran. Ciao. Ja. Jetzt neben mir ist der Patrick. Du bist noch gar nicht so lange bei uns. Nee, 2 Monate jetzt ungefähr. Und kümmerst dich auch um alles, Video und so weiter. Fotos, Video. Und vor allem die 3D-Animationen. Ja. Die Stories, die ihr jetzt gesehen habt mit den Blitzen und sowas alles, das kam durch dich neu mit dazu. Ja. Sehr, sehr gute Arbeit, wir haben tolles Feedback darauf auch. Ja. Und du gut. bist auch Parfum-affin. Ja. Du hast einen Duft, die Projektion ist geisteskrank. Opera. Den hast du leider nicht. Den habe ich jetzt gerade nicht Ja. da, aber der ist. Den hätte ich jetzt auch genannt. Hättest du den genannt? Ja, ja. Ey, ich schwöre, der Opera ist so ein. Der Typ, also wenn ich an Opera denke, ich denke nur an ihn. Früher habe ich immer an als das Video gedacht, als wir die Vorstellung hatten in dem Porsche GT3. Aber Opera, also ist das dein Lieblingsduft? Ja. Da müssen wir den hier einblenden. Ja. Opera ist ein raumerfüllender Duft. Was hat der für Inhalte denn? Weihrauch? Rosen, Weihrauch? ich glaube ja. Aber schon- Rosenwasser, Ja. Rose, mehr weiß ich nicht. Aber es ist Sachen. wirklich ein super, ich würde sogar sagen, so fast, also so wie so ein Designer-Duft, irgendwie nur auf so halt wirklich super, super abgerundet, extrem unique. So was gibt es von keinem. Opera ist ein eigenständiger Duft. Mir haben die damals gesagt, dass es halt so für abends rausgehen. Ja, dafür muss so. nicht sein. Nee, ich nutze den ja auch für alles. Aber Also- so haben die mir den damals in den Laden halt. Also es ist ein super Signature-Duft. Also ich zum Beispiel, ist auch so ein Beispiel, er trägt den immer, ich verbinde ihn direkt damit. Also es ist auf jeden Fall ein kranker Duft. Und findest du den nicht zu stark, weil du den immer benutzt? Nee, überhaupt nicht. Ja, super. Dann Ja. vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Und jetzt, glaube ich, stehe nur noch ich hier und meine Frage, was ich denn hier nehme. Ja, Marc, was ist denn dein Lieblingsduft? Also ich sag mal, ich habe jetzt so gesehen keinen Lieblingsduft. Ne? Also ich liebe quasi alle Düfte und ihr wisst, ich mache sehr viel mit Oudölen und so. Aber wenn man mich jetzt fragt, wo war ein Duft, wo ich sage, von den Inhalten her, was war am interessantesten und was war auch am schwierigsten von der Technik her, wo ich sage, das selber würde ich niemals konstruieren können, das wäre wirklich Clive Christian The One. Liegt jetzt nicht nur am Preis, aber Number One ist ein Duft, der einfach einzigartig ist. Er hat so viele Inhaltsstoffe. Ich könnte diesen Duft niemals in Auftrag geben oder auch niemals zusammenstellen. Die Duft-DNA ist so gemacht, dass man ihn abends tragen kann, aber auch halt für den Alltag im Businessbereich. Der Duft ist einfach Endlevel. Es wird nicht jedem gefallen, aber er ist so unique und so abgerundet und so komplex, dass ich einfach sage, da ist der Ofen aus. Von daher, das wäre mein Duft. So Leute, damit sind wir am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Nützliches mitgeben. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.